Nach über 3 Wochen sind wir wieder alleine unterwegs und so folgen wir unserem Weg nach Norden. Vorbei an schönen Plätzen, einem tollen Nationalpark und natürlich einem neuen Wassereinbruch. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Heute Morgen haben wir uns von meinen Schwestern und den anderen verabschiedet und sind seitdem knapp 40 oder 50 Kilometer gefahren, schon in Richtung Nordwesten, weil wir Richtung Nordwesten, Richtung norwegische Grenze fahren. Und haben jetzt diesen traumhaften Platz gefunden, an dem wir jetzt heute stehen. Morgen geht es dann weiter und jetzt zeige ich euch den mal. Das ist einfach genial. So lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Aber morgen fahren wir dann weiter zu einem anderen See wahrscheinlich und wir müssen dann einkaufen, weil wir haben nur noch Frühstückszeug für circa einen Tag, 1 bis 2 Tage, mehr nicht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es Richtung Norden geht und hoffen, dass das Wetter uns weiterhin begleitet. Der Platz hier erinnert mich so sehr an einen Platz, wo wir vor 2 Jahren waren, weil die Stimmung so ähnlich ist von Sonnenuntergang. Das Wasser so ruhig, die Sonne ja auch so gelbstichig und hier ist es halt schon seit 2 Stunden jetzt gefühlt so. Und damals waren wir im September und dann war der Sonnenuntergang relativ schnell auch vorbei und hier ist es wie so eine endless Story. Du denkst eigentlich, es ist jetzt 10 Uhr und du denkst, du kannst eigentlich noch nicht ins Bett gehen, weil es ist noch hell und es ist noch Sonnenuntergang und du musst den Sonnenuntergang noch abwarten, aber der dauert halt einfach noch 1 Stunde oder so. Jetzt ein Hasen? Ich weiß nicht, wie der Hase geht. Warte, der ging? Nee. Ja, so in der Art. Oh, der ist richtig gut. Oh, der ist gut. Der ist gut. Ich saß hier gerade und wir haben einen Film zusammen angeschaut und auf einmal tropft es auf mein Knie nieder. Und hier kommt irgendwo wieder durch das Wasser. Unser Freund nach Schnee. Wir schauen gerade, weil irgendwo hier tropft es hin und wieder runter. Es regnet jetzt eigentlich schon gar nicht mehr, es ist kein Wind. Also wir wissen noch nicht so wirklich, warum das jetzt ist. Und wir hatten vor 3 Jahren mit einem alten Fenster schon mal Probleme. Wir überlegen jetzt gerade einfach, weil morgen soll es den ganzen Tag regnen, einfach eine Folie von außen drauf zu kleben, also Müllsack aufzuschneiden und drauf zu kleben. Und dann vielleicht im Sommer das Fenster ganz zuzumachen, dass da keins mehr ist. Und wir haben ja Dichtmittel dabei, das heißt, sobald es mal trocken ist und es durchgetrocknet ist, können wir es neu abdichten. Vor allem, ich verstehe es gar nicht, weil die Solaranlage, also das Solarpanel ist ja eigentlich auch noch schräg drauf, das ist ja auch noch ein Schutz dazu. Warum ist da so rein drauf? Gut, wir stehen leicht schräg so runter, also es muss ja jetzt nicht von der Seite sein, es kann ja auch irgendwo runterlaufen. Ich denke, wir kleben jetzt die Folie außen auf das Auto, machen das für oben das Dach ein bisschen trocken und dann kleben wir es drauf. Und auch wenn man es auf der Kamera nicht sieht, ich glaube, da ist das Problem. Hier bildet sich eine schöne kleine Pfütze, weil wir so abschüssig stehen. Und dann wird es dann hier wahrscheinlich reinlaufen, sich da drin sammeln und dann ins Auto rein. So, das heißt hier jetzt erstmal das Wasser wegschaufeln. Der Gelegenheit kann man auch gleich das Auto schrubben von oben. Alter, ist das schmutzig. Merkt man erstmal, wie viel Schmutz man eigentlich so mit rumfährt.
Jetzt bis morgen, bis wir losfahren, machen wir noch eine Tüte hin. Dann machen wir erstmal das Fenster runter. Damit dann zumindest, also während der Fahrt war es jetzt immer trocken, deshalb wird es auch weiterhin trocken sein. Denke ich. So, und damit sollte es jetzt für heute Nacht dicht sein. Und morgen schauen wir dann, dass wir es mit Dichtzeug, also erstmal reinigen und dann wirklich mit Dichtmittel abdichten, dass sowas nicht nochmal vorkommt, egal wie viel Wasser drauf steht. Aber hier seht ihr jetzt noch mein Meisterwerk. Daumen sind gedrückt, dass es wirklich dicht ist. Es geht auch schon wieder los. Das sind die Bäume. Das nervt einfach so, dass wir immer Wasserprobleme haben. Jetzt hatten wir echt schon Glück, dass es lange nicht wirklich geregnet hat. Und eigentlich sollte es doch egal sein, wie du stehst, ob du schief stehst, ob du gerade stehst, und das Auto sollte dicht sein. Und eigentlich, vielleicht mache ich das auch jetzt gleich, schaue ich nochmal hinten im Eck, ob es tatdicht ist, weil das war ja unser altes Problem. Ja, ich glaube, ich sollte es jetzt machen, auch wenn es eventuell nicht so schön ist. Öffnen wir mal das Tor zum Grauen. Wir haben da nämlich kaum noch Klamotten drin liegen, weil wir alles auch Eltern mitgegeben haben. Au. Jetzt schaut es gut aus. Oh. Es ist trocken. Hier. Ah. Gott sei Dank, ey. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt. So, das heißt, wir haben jetzt nur morgen das eine Problem oben am Dach, wo es morgen auch noch relativ viel regnen soll. Jetzt schauen wir mal, ob das Wetter wirklich so ist, wie es angesagt wurde, oder ob es einfach besser ist, wie eigentlich jeden Tag. Wir schauen gar nicht mehr den Wetterbericht, weil es einfach meistens nicht stimmt. Und solange es nur das Problem auf dem Dach ist, das lässt sich eigentlich relativ gut beheben. Ich meine, wir haben das Dichtzeug dabei und wie Sarah schon sagte, im Notfall machen wir einfach das Dachfenster zu. Das haben wir ja vorne auch schon mal gemacht. Und ist zwar dann im Sommer ein bisschen Arbeit, aber ja, dafür hat man ein Problem für die Zukunft auch ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist uns mittlerweile einfach wichtiger als das bisschen Licht, das durch die Dachfenster bei uns reinkommt. Aber damit gehen wir jetzt in den Abend und schauen den Film weiter an. Heute Nacht hat es nur wenig geregnet. Jetzt wissen wir, also es war dicht heute Nacht, um das schon mal festzustellen. Aber es war so wenig, dass es sich gar nicht gelohnt hat, das Fenster abzukleben. Und heute Morgen ist unser Gas ausgegangen, mit dem wir jetzt 3,5 Monate gekocht haben. Unser türkisches Gas. Gut, was man auch sagen muss, wir machen jetzt auch nicht viel mit dem Omnia. Also mit dem Gas haben wir, glaube ich, gar nichts mit dem Omnia gemacht. Und wir kochen viel Nudeln mit Tomatensauce. Oder andere Soßen. Oder andere Soßen. Aber ja, jetzt ist es endlich ausgegangen. Und jetzt müssen wir es nochmal auffüllen. Das machen wir in der Nähe von Örebro. Da haben wir bei Park for Night was entdeckt. Und packen jetzt gerade zusammen. Wir müssen auch noch mal ein bisschen einkaufen, damit wir auch wieder Knäckebrot und sowas haben. Und ja, packen jetzt gerade alles zusammen. Gleich geht's los. Also Sie können ohne Probleme das Gas hier auffüllen, also die deutsche Gasflasche. Wir sind jetzt in der Nähe von Örebro und wir haben nachgefragt, ob es auch nur zur Hälfte auffüllbar ist, weil wir das ja für die Verschiffung eine leere Gasflasche brauchen und nicht so viel benötigen. Und das ist auch kein Problem. Und Tobi ist jetzt gerade rein mit der Gasflasche und gleich kommt er wieder. Also hat alles geklappt. Wir haben, wie Sarah gerade schon gesagt hat, nur 2,5 Kilo aufgefüllt, also die Hälfte, damit wir dann für die Verschiffung alles leer haben. Und wir merken auf jeden Fall, dass die Gaspreise gestiegen sind, weil also in der App stand, dass man ungefähr, ich weiß nicht, bei den anderen 5 Kilo knapp
was waren es, 15 Euro gekostet. Ja. Und wir haben jetzt für 2,5 Kilo, also für die Hälfte von der Flasche, 10 Euro gezahlt, umgerechnet. Ja, auch hier steigen die Preise auf jeden Fall. Aber wir können jetzt wieder kochen, das ist das Positive. Und können wir im Omnia mal wieder was machen. Ja, jetzt haben wir 2,5 Kilo. Ich meine, das reicht für 1,5 Monate auf jeden Fall, denke ich. Ja. Und das sollte eigentlich auch gut dann hinkommen am Ende. Oh, hier ist es schon viel, viel kälter. Man merkt schon. Also, vorher am See war es noch richtig warm mit T-Shirt und so. Gut, da hat man auch mehr Sonne, muss man auch sagen. Wenn die Sonne da ist, brennt es wahrscheinlich wieder. Ich mag wieder Sonne. Und hier merkt man auf jeden Fall, dass es anders ist. Wir waren jetzt gerade im ICA einkaufen für 36 Euro. Wir schauen schon sehr auf die Preise, muss man auch sagen. Also es ist jetzt okay, finde ich, vor allem diese Basic-Produkte. Aber nachdem der Sprit auch so teuer ist, ist unser Budget natürlich ständig am Limit, beziehungsweise wir halten es eigentlich teilweise gerade nicht mehr ein. Umso näher genießen wir dann das Essen. Auch wenn wir auf den Preis achten, wollen wir uns auch ab und zu was gönnen, vor allem weil wir richtig Hunger haben. Wir hatten heute zu wenig Knäckebrot nur noch übrig. Und da haben wir uns diese tollen Teilchen hier jeweils eins gekauft. Falsch rum, so. Das sieht eigentlich ziemlich lecker aus, finde ich. Müsste mit Vanille und Pistazie sein. Eins kriegt der Tobi, also erstmal hier. Das ist sehr lecker. Gut, dass Tobi die Kamera hält. Esse ich jetzt beide. Nee, ist sehr fein. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und im Anschluss? Wohin geht's dann? Jetzt danach fahren wir dann gleich weiter Richtung einen Nationalpark. Den Namen blenden wir euch ein. Und von dort dem Parkplatz aus gehen, ich glaube, 2 oder 3 Wanderwege weg. Und jeweils aber höchstens 3 Kilometer mit ein paar Aussichtspunkten. Viel mehr Info haben wir dazu noch nicht gefunden, aber wir lassen uns gerne überraschen. Und es ist ja auch immer schade, wenn man schon alles auf den Bildern sieht und dann vor Ort kommt. Und also es ist mehr eine Überraschung dann. Wir sind jetzt im Nationalpark Garfütans und haben uns jetzt für die Orangenroute hier entschieden. Die ist 2,4 Kilometer lang. Morgen machen wir dann noch die 3 Kilometer lange Route. Die heißt schon Bergstiegen. Wir wollen heute nicht mehr bergauf laufen. Bergsteigen, yeah. Und es ist einer der ältesten Nationalparks in Schweden, 1909 gegründet und ist bekannt für die ganzen Blumenwiesen und den Wald, glaube ich auch, Nadelwald. Also nach der Abholzung darf sich der Wald heute frei entwickeln und es ist anscheinend besonders für gefährdete Tier- und Pflanzenarten hier wichtig. Dass ich abgenommen habe. Mein Gürtel reicht nicht mehr. Du kriegst Hosenträger. Ja. Vorne auf dem Schild stand schon erklärt, dass seitdem es ein Nationalpark ist und der Wald sich selbst überlassen, dass es seitdem viele tote Bäume gibt. Und hier hinter uns liegt tatsächlich, also egal in welche Richtung, liegt tatsächlich sehr viel totes Holz außenrum. Und die ganzen Bäume, warum das so ist, keine Ahnung. Ob die zu dicht gepflanzt wurden damals oder natürliche Auslese, who knows. Aber dadurch gibt es halt auch viele Nahrungsmöglichkeiten für Insekten, Vögel. Das beeinflusst ja alles.
Heidelbeeren. Juhu! Wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg und wenn wir dort da sind, wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg und wenn wir dann ankommen, kriegt erstens Rio sein Fressen, zweitens kochen wir und wir bearbeiten wahrscheinlich das nächste Video und morgen geht es dann zum Bergstiegen. Mal schauen, ob es das verspricht, was der Name schon sagt, Bergsteigen. Freu dich ein bisschen mehr. Juhu. Hier, komm. Ich glaube, wir wandern nicht weiter. Er ist beschäftigt. Rio, komm her. Rio, komm her. Ja, komm her. Wir wandern doch weiter. Der kleine Lord möchte doch wandern. Er ist mal wieder gecrashed. Rio, dein Hinterbein ist sehr schön auf der Kamera. Bei der Beschreibung von dem Wanderweg hier stand, dass es sehr steil ist irgendwo. Aber bis jetzt geht's, ich würde sagen, minimalsten Berg hoch. Ja, reicht, um aus der Puste zu kommen, leicht, aber nicht mehr. Steil ist es nicht. Aber andererseits war gestern auch bei der Runde, die wir gegangen sind, gestanden, dass es sehr steinig ist. Und es war eigentlich gar nicht steinig. Waldweg. Ja. Deshalb mal schauen, ob das Steile noch kommt, weil noch sehe ich keine Chance auf einen Aussichtspunkt, weil wir mitten im Wald sind. Das kommt gleich. Und Rio hat auch noch zu viel Energie. Viel zu viel. Und er kann halt ja auch nicht frei sein. Das heißt, wir können ihn halt auch nicht ganz so auspowern. Ja. Und ich glaube, es waren wirklich nur 200 Meter. Hier hinten ist er. Ja. Und die Jacke war wirklich zu viel. Aber wir wussten ja nicht, ob es jetzt wirklich das Regnen anfängt oder nicht. Und deshalb haben wir sie angezogen. Aber ich laufe ein. Aber das ist ja schön. Richtig schön mit Lagerfeuerstelle. Mit Rastplatz. Das gefällt mir. Hier ist schon wieder Holz gelagert fürs Lagerfeuer. Und eine Grillzange liegt auch dabei. Das ist so cool. Aber mir ist gerade nicht nach Lagerfeuer. Mir ist viel zu warm dafür. Hier hört man ständig knarzen, als ob der nächste Baum umfällt bei den ganzen hier. Und es war am Anfang auch ein Warnschild, dass man bei starkem Wind hier nicht reingehen sollte. Also wir haben keinen starken Wind, weil eben Gefahr besteht, dass die Bäume umfallen. Und dieses ganze Totholz hier, das ist schon enorm. Und wir sind jetzt wo? Am Aussichtspunkt am 2. Also es gibt nur 2, danach werden wir den Rücktritt antreten. Den Rücktritt? Den Rückweg antreten. Oh! Das schaut aber cool aus mit der Klippe. Das finde ich schöner als die Aussicht. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist einfach ein schöner Waldspaziergang. Ja, genau. Also ich glaube, der Nationalpark hat halt besonders, zeichnet er sich durch die seltenen Blumen und durch dieses viele Totholz aus, wo die Pilze und so weiter wachsen. Wir sind halt nicht so affin mit den Pilzen und Blumen, muss man auch dazu sagen. Aber es ist einfach schön zum Spazierengehen.
Und wenn wir jetzt dann zurück mit dem Auto sind, geht es für uns weiter zu einem See. Da werden wir jetzt die nächsten 1 oder 2 Tage stehen. Oh ja. Endlich mal wieder ins Wasser hüpfen und ja, dann hoffen wir einfach, dass das Wetter uns weiter so gut begleitet, dass wir jetzt den ganzen Juli noch mit dem guten Wetter mitfahren. Ja. Oh Mann, wir haben schon wieder das beschissenste Wetter überhaupt. Es regnet, es soll die nächsten Tage nicht wirklich besser werden. Es wird wieder kalt, also ich habe schon wieder meinen Fleece-Pulli an. Genau, also Juli sind wir nämlich den kompletten Juli noch in Schweden und dann im August geht es für uns Richtung Heimat für 1,5 Monate. Ja, bevor es dann wieder wirklich weitergeht auf große Fahrt. Wir sind jetzt an dem See, wo wir ursprünglich mit Tobis Geschwistern hin wollten. Wir dann aber weiter an die Küste gefahren sind. Und es ist wunderschön hier. Und ja, wie gesagt, wir wollen heute noch schwimmen gehen. Auch wenn der Wind schon ziemlich kalt ist. Aber danach sind wir dann immer stolz, wenn wir es getan haben. Was hast du gerade gesagt? Ich gehe rein, raus, so schaut's aus. So, dann let's go. Oh. Kalt? Ja, aber es ist okay. Geht relativ schnell rein. Es geht rein? Wahnsinn. Aber das ist eigentlich die beste Methode. Oh. Angenehm. Ja, geht. Das ist echt angenehm. Coco und Paris. Ich glaube, unter Wasser sieht man wahrscheinlich recht wenig. Oh, es tut schon gut. Oh. Boah, das ist wirklich schön. Wir machen uns jetzt noch einen Cappuccino nach dem Schwimmen und es hat jetzt auch das Regnen angefangen, also alles richtig gemacht. Und dann beenden wir auch gleich den Tag. Der gute alte Aufbrüh-Cappuccino. Aber er schmeckt halt. Oh. Jetzt regnet es schon wieder und dreimal dürft ihr raten, was ich vergessen habe, beziehungsweise wozu ich zu faul war, wo es trocken war. Richtig, das Dachfenster abdichten. Aber unser Verdacht hat sich auf jeden Fall bestätigt, weil heute stehen wir zur anderen Seite geneigt und es ist alles dicht. Also war es wirklich die Pfütze, die sich oben gebildet hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem, sobald es jetzt trocken ist, wirklich das Dachfenster abdichten. Weil nicht, dass wir das nächste Mal wieder leicht zur anderen Seite geneigt stehen und dann regnet es wieder rein. Ich versandel sowas leider recht gerne, gerade wenn der Druck dahinter nicht dann da ist. Ja, aber jetzt weiß ich ja, was wir nachher machen, wenn es dann trocken ist. Jetzt fahren wir an den Platz, wo ein aktiver Biber unterwegs ist. Den wir bestimmt sehen werden. Ja, sicher. Danke fürs Anschauen von unserem Video und wir freuen uns, wenn ihr ein Like, Abo und einen Kommentar da lasst und wir sehen uns nächste Woche wieder.